Hallo liebe Hungrige. In meinem Garten wuchsen noch ein paar Stangen Rhabarber und ich konnte es einfach nicht lassen, wäre ja auch schade drum. Rhabarber muss ja nicht immer süß sein, man kann eben auch ein leckeres Chutney draus machen und gerade für die Grillsaison ist das eine feine Sache. Wir brauchen dafür, und ich sage gleich vorweg, ihr könnt da auch ein bisschen variieren. Das hier ist meine Variante, also Sultaninen oder Rosinen, Zwiebeln und die dürfen rot oder weiß sein. Wir brauchen braunen Zucker, Essig, ich nehme Apfelessig, Senfkörner, Salz, eine Gewürzmischung aus Ingwer, Zimt und Nelkenpulver. Das genaue Mischungsverhältnis findet ihr natürlich wie immer in der Infobox unter dem Video. Und wir brauchen Cayennepfeffer, alternativ Chili. Na und auf gar keinen Fall darf die Hauptzutat fehlen, also der Rhabarber. Und dieser wird gleich erstmal geputzt bzw. geschält und dann nicht nur grob, sondern in kleine Stücke geschnitten. Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Und nun müssen wir mehr oder weniger erstmal nichts weiter tun, als alle Zutaten in einen Topf zu geben, also die Rhabarberstücke, die gehackten Zwiebeln. Wir geben die Sultaninen dazu, gießen den Apfelessig mit hinein. Wir ergänzen mit dem Salz, ebenso mit der Gewürzmischung. Je nach Geschmack kommt auch mehr oder weniger vom Cayennepfeffer mit dazu und außerdem noch die Senfkörner. Dann erstmal alles gründlich miteinander verrühren, auch schön bis auf den Boden, die Temperatur hoch regulieren, es soll nämlich alles erstmal kurz aufkochen. Und nun kommt auch der Zucker mit in den Topf, erstmal vielleicht nur die Hälfte, einrühren, dann noch die zweite Hälfte. Weiter rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Alles kurz mal aufkochen. Dann die Temperatur so regulieren, dass alles köchelt und dies nun für ca. 90 Minuten. Kann auch ein bisschen weniger oder mehr sein. Zwischendurch unbedingt immer mal umrühren und ihr werdet feststellen, dass sich die Masse dunkler färbt und weniger wird, also einköchelt. Und wenn wir dann nach einer Weile des Wartens und Rührens im Topf eine Masse haben, die an jene vom Marmelade-Einkochen erinnert, haben wir es geschafft und können den Topf vom Herd nehmen. Und nun brauchen wir sterile Gläser, günstigerweise auch solche eine Einfüllhilfe und befüllen nun die Gläser. Fast bis oben hin, dann die Einfüllhilfe abnehmen, den Rest bis zum Rand mit Löffel oder Kelle einfüllen, dann den Rand sauber wischen und den Deckel aufschrauben. Doch halt, das ist heiß, ich nehme doch lieber einen Handschuh. Ja, und dann nach Macht der Gewohnheit erstmal ein Weichen auf den Kopf stellen und mit der anderen Chutney-Masse ebenso verfahren. Wenn es abgekühlt ist, können wir dieses leckere Chutney genießen. Passt ja nicht nur zur indischen Küche, auch wenn es von daher stammt, sondern auch ausgezeichnet zu gegrilltem Fleisch, aber auch zu Raclette, Fondue oder Käse. Und wenn das hübsch etikettiert, könnt ihr es auch verschenken. Habt also ein Mitbringsel aus der Küche. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann, gerade jetzt in der Grillsaison, recht guten Appetit. Falls bei euch aber lieber Gulasch geben soll und ihr als Dessert ein leckeres Eis reichen möchtet, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.